Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in macOS SIP oder System Integrity Protection so genannt deaktivieren könnt. Dies wird benötigt, um zum Beispiel System-Apps zu löschen. Als Beispiel, ihr habt jetzt aktuell wie ich Big Sur, habt Catalina runtergeladen, zum Beispiel um einen USB-Stick zu erstellen für einen anderen PC und möchtet dann Catalina löschen, ist es nicht möglich, den PubPickup zu lernen. Ich kann euch das diesmal zeigen. Einmal auf Programme gehen, dann gehen wir hier rein und schieben es in den Papierkorb. Dann kann es manchmal dauern oder manchmal auch nicht funktionieren, genau. Das heißt, jetzt öffnen wir es nochmal, gehen in Programme rein, gehen nochmal ins Install macOS, genau, macOS installieren, entfernen es, er fragt nach dem Kennwort, wir geben kurz unser Admin-Kennwort ein, er löscht es in den Mülleimer und jetzt möchten wir es gerne löschen. Gehen auf Pickup lernen und er sagt jetzt dauerhaft in Verwendung. Und das wird auch dauerhaft so bleiben. Das heißt, jetzt gehen wir einmal kurz auf Überspringen, äh, probieren jetzt einmal die Datei aus dem Mülleimer sofort zu löschen. Geht auch mit CMD, Alt und Backspace. Dann kommt nämlich die Meldung mit, möchten Sie es wirklich sofort löschen? Löschen und dann seht ihr hier diesen Punkt. Wenn dieser auftaucht, ist es zwingend notwendig, ZIP zu deaktivieren, da sonst ein Entleeren des Papierkorbs nicht möglich ist. Dies zeige ich euch nun. Es geht gleich weiter auf dem Mac per iPhone aufgenommen. So, nun folgt das Boot-Video in die Recovery-Funktion. Das heißt, wir beginnen, halten CMD und R gedrückt oder jetzt auch Command und sehen, dass das Apfel hochfährt, beziehungsweise der Recovery-Modus. Das dauert jetzt je nachdem, wie alt der Rechner ist, zwischen 30 bis Sekunden bis eine Minute oder auch länger, je nachdem. Perfekt, so, jetzt sind wir einmal in der macOS Wiederherstellung. Dann müssen wir einmal kurz das Kennwort eingeben. So, wir sind wieder da. Und nun geht es weiter. Wir gehen oben einmal auf Dienstprogramme, gehen auf Terminal und müssen jetzt folgenden Befehl eingeben. Den zeige ich euch gleich wieder. Das nennt sich csroutil und dann Leerzeichen disable. So, ihr könnt sehen, das heißt, wir gehen einmal auf Enter. Dann seht ihr, dass es off ist bzw. ausgeschaltet. Und dann geht ihr oben einfach wieder auf Apfel Neustart. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Und wir sehen uns gleich wieder auf der macOS-Oberfläche. So, nun sind wir wieder in macOS drinne und probieren jetzt nochmal den Papierkorb zu leeren. Wir gehen rein, um sicher zu gehen, dass das Programm noch drinne ist und wir gehen einmal auf Entleeren. Gehen nochmal auf Entleeren und schon seht ihr, der Papierkorb kann entleert werden. Das ist an sich, habe ich gelesen, eine Sicherheitsfunktion, damit man systemrelevante Anwendungen nicht einfach löschen kann. Weil wenn ihr normale Programme reinschmeißt, hier wie hier äh, wie Clean My Mac oder irgendwelche anderen Programme, dann geht das. Nur bei systemrelevanten Programmen wie die macOS Installationsdateien geht das nicht mehr. Früher ging das mal, aber aktuell geht es nicht. Das heißt, ihr gebt csroutil disable ein in der Root-Ebene im Recovery-Modus, startet den Rechner neu, löscht die Datei, aber wichtig ist es, ihr solltet das am besten dann auch wieder aktivieren. Das heißt, csroutil enable, indem ihr dann nochmal in den Recovery-Modus reinfahrt und das erledigt. Wichtig ist zu beachten, zum Beispiel die macOS-Installationen werden automatisch bereinigt, wenn ihr die zum Beispiel installiert habt. Das heißt, ihr habt zum Beispiel High Sierra und aktualisiert auf Catalina, dann fliegt automatisch die macOS Catalina DMG bzw. dieses Install macOS Catalina fliegt dann weg. Aber in unserem Fall haben wir ja ein älteres macOS runtergeladen und das löscht sich dann natürlich nicht von selbst. Genau. Das müsst ihr dann nur noch wieder aktivieren und dann wäre das erledigt. Und zusätzlich gibt es auch andere Punkte, wo man das benötigt. Da sind mir aber, glaube ich, noch nicht viele bekannt. Gegebenenfalls packt es unten in die Kommentare, wenn ihr da noch ein paar andere Infos habt, damit die anderen Leute das auch direkt wissen.
Ja, das war schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare einfach einen Daumen hoch. Ja, Freund, Dankeschön.